Hi Leute, ich bin Amazing Ace und heiße euch wieder willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um Orko aus dem Zauberland, aus der Masters of the Universe Origins Reihe. Und Orko ist ein enger Vertrauter He-Mans, einer von dreien, die sein Geheimnis kennen. Orko in der Zeichentrickserie immer etwas tollpatschig dargestellt und auch in der Hörspielreihe, in der deutschen Hörspielreihe gelingen seine Zauber nicht immer. Ein fröhlicher Charakter, der auch viel Schabernack treibt und oft Battlecat zur Weißglut treibt. Orko kommt auf der bekannten Karte. Ihr seht das Masters of the Universe Logo unten in Schrift Orko, der Hinweis auf 6+. Es spricht auch die Jüngeren unter uns an. Der bekannte gelbe Stern und im Hintergrund das cool explodierende Vulkangestein. Wenn wir einmal näher rangehen, seht ihr schon im Hintergrund das Comic und Orko vorne drin. Und immer der Hinweis ja von mir, wenn ihr die Figuren sammeln möchtet und sie dann endlich einmal im Laden stehen werden, achtet auf die Karten, dass sie nicht verbogen sind, wenn möglich, so wie es bei mir der Fall ist. Und seht durch die Fensterbox, ob irgendwelche Übermalungen sind oder irgendwelche Kanten, Ecken und Löcher. Da ich meinen ja vom Online-Händler habe ich darauf natürlich keinen Einfluss gehabt. Und wir sehen uns das Artwork einmal genauer an. Auch hier wieder wie immer ein schönes, grelles designtes Artwork mit dem bekannten Stern. Ihr seht im Hintergrund Man-at-Arms und wie ich schon gesagt habe, treibt er jederzeit Unfug. Hier im Falle mit einem Eimer voll Wasser, den er über Beastman auskippen lässt. Also wirklich schön gemacht. Auf der linken Seite immer die bekannten Features, die ja meistens keine sind. Außer im Fall von Man-E-Faces. Hier seht ihr, ist Orko aufsteckbar auf das Zubehörteil und hier der Hinweis auf bewegliche Arme. Auf der rechten Seite sehen wir einmal Wave 1 mit He-Man und Skeletor und auf der rechten Seite die neu erschienene Wave 2. Ich hole Orko jetzt einmal da raus und wir sehen ihn uns einmal näher an. Widmen wir uns erst einmal wie immer dem Comic. Es ist hier das gleiche wie bei allen Figuren der Wave 2. Die Comics sind im Gegensatz zu der Vintage-Variante sehr viel dünner, aber das macht nichts. Sie sind definitiv schön designt und ihr habt hier keine Sprechblasen oder sonstiges. Das heißt, anhand der Bilder müsst ihr euch selbst eure Gedanken machen. Auf der Rückseite die Figuren, die erhältlich sind, und dies sind auch die gleichen, die auf der Verpackung zu sehen sind. So Leute, und hier ist Orko sofort zu sehen. Und ihr wisst es ja, Orko ist natürlich kleiner als die anderen Figuren. In der Zeichentrickserie schwebt er ja immer circa 1,5 Meter über dem Boden. Orko hat eine Größe, eine Höhe von circa 9,5 Zentimeter und natürlich eine schmale, circa 3,5 Zentimeter Schulterbreite. Sehen wir uns einmal das Gewicht an. Man merkt natürlich beim Hochheben schon und größenbedingt, er ist sehr viel leichter. Wir haben hier nichtsdestotrotz ein Gewicht von 45 Gramm. Auch hier sei wieder gesagt, habt ihr bei den Origins eine hellere Farbgebung, als es bei der Vintage-Serie der Fall war.
Es ist hier alles sehr viel greller designt. Und wenn wir ihn einmal begutachten, was die Farbgebung angeht, dann ist hier alles richtig gemacht, alles top. Hier ist es aber auch keine extra Bemalung, sondern das hier ist natürlich ein farbliches Plastikteil, genauso wie seine Arme. Der Ring, hier ist also alles gut gemacht. Ich sehe jetzt nichts Dramatisches. Orko ist natürlich aus dünnem Plastik. Er ist innen sehr hohl. Bei der Vintage-Figur war es ja sehr viel fester, sehr viel kräftiger. Und wenn wir uns einmal seine Augenbemalung ansehen, dann fällt auch auf, hier ist es an die Zeichentrickserie angelehnt. Die Vintage-Figur hatte hier andere Augenpartien. Und auch sein Schal war bei der Vintage-Figur mehr lila. Hier ist es so ein rosa. Also hier komplett anders. Seine Mütze hat hier auch ein sehr viel stärkeres Orange. Bei der Vintage-Serie war es natürlich nicht so knallig. Und wie ihr schon wisst, ist die Farbgebung, das Design bei den Origins sehr viel heller, als es bei der Vintage-Serie der Fall war. Wir kommen zur Bewegung. Auch hier seht ihr schon, Orko hat nicht viel, was die Bewegung angeht. Seine Schultern von vorne nach hinten, Unterarme von innen nach außen in der Rotation und seine Handgelenke von innen nach außen und einmal in der Runde. Sein Kopf ist hier auch einmal 360 Grad drehbar und das war's schon. Wir haben leider hier kein schönes Feature, wie es damals der Fall war. Da konnten wir Orko hinstellen, konnten einen Strap durchziehen und er war am Tanzen. Dies ist nun leider nicht der Fall. Auch wie ich euch in meinen anderen Videos gesagt habe, haben die Figuren ein gewisses verstecktes Geheimnis. Und zwar könnt ihr die Figuren untereinander, was die Gelenke angeht und Köpfe, tauschen, so dass dem Customizing fast keine Grenzen gesetzt sind. Auch im Fall von Orko kann ich hier die Handgelenke abnehmen und tauschen. Bei seinen Armen ist es jetzt nicht der Fall oder ich kriege sie nicht raus. Ich möchte da jetzt auch nicht zu feste ziehen. Also sollte das dort auch der Fall sein, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Sein Kopf ist aber abnehmbar und ihr seht hier schon den Pin. Ich zeige euch das einmal mit Skeletor, mit Skeletors Kopf. Es ist hier nicht möglich. Ich meine, sieht cool aus, lustig aus, aber bedingt durch Orkos Schal hier kommt Skeletor mit seinem Kinn nicht rein. Skeletors Hände, die werden passen, also das funktioniert. Und natürlich wird Orkos Kopf drüber gehen, aber es geht nicht, wie ich sehe, denn der Stick ist tatsächlich etwas kleiner, als es bei den übrigen Figuren der Fall ist. Also hier ist nur eine Möglichkeit der Handänderung. Kommen wir einmal zu Orkos Zubehör. Wir haben hier eine Platte in durchsichtigem Lila gehalten und ihr seht schon die Glitzerelemente darin. Sieht super aus. Darauf kommt dieser durchsichtige Pin. Klack, ihr hört schon, der sitzt fest drin. Wir poppen ihn einmal ein und so können wir das Schweben nachempfinden. Ihr habt hier die Möglichkeit, auch den Pin zu variieren. Und ihr seht, selbst in dieser Stellung fällt Orko nicht hin.
Finde ich cool gemacht. Ich hätte mir natürlich noch gewünscht, dass wie bei der Vintage-Serie der Münztrick dabei gewesen wäre oder dabei ist. Das ist leider nicht der Fall. Und wenn ihr den Vintage Orko sammelt, wisst ihr, wie begehrt der Münztrick in seiner Vollständigkeit ist. Und es ist gar nicht aufgefallen. Wir nehmen ihm Skeletors Hand weg und packen ihm wieder seine Hand dran. Orkos Hände sind beidseitig geschlossen. Wir nehmen einfach mal den Havoc Staff von Skeletor und ihr seht, Orko kann natürlich Zubehör der anderen Figuren tragen. Ein Classics Orko oder ein Vintage Orko zum Vergleich habe ich nicht. Ich habe in diesem Fall einfach den Shadow Orko aus der Super 7 Vintage Reihe als Vergleich. Ihr seht schon, von der Größe ist es ungefähr das gleiche. Und auch einmal spaßeshalber den Vergleich mit meinem gehäkelten Orko, damit ihr mal seht, was möglich ist in schöner Handarbeit. Danke da an meine Frau. So Leute, das war der Bericht zu Orko aus der Origins-Reihe. Sagt mir doch mal, was ihr davon haltet. Wie findet ihr ihn? Wie findet ihr die Reihe allgemein? Werdet ihr sie euch zulegen oder auch nicht? Bleibt auf dem Laufenden, abonniert meinen Kanal. Es wird noch sehr viel mehr kommen. Bis dahin Leute, let's collect!